Unser nächster Bikepacking-Trip, der bringt uns nach Kalabrien, an die Südspitze Italiens, und die ist immerhin 1500 Kilometer entfernt. Die Anreise wollen wir versuchen, ohne Flugzeug zu gestalten. Deswegen befinden wir uns jetzt aktuell am Salzburger Hauptbahnhof und werden mit 4 verschiedenen Zügen und unseren Fahrrädern bis nach Kalabrien reisen. Doch der Plan hat einen Haken. In manchen Zügen kann man keine Fahrräder mitnehmen, zumindest nicht im zusammengebauten Zustand. Für dieses Problem brauchen wir also eine Lösung. Damit wir die Räder überhaupt so weit im Zug transportieren können, haben wir die Räder in Transporttaschen eingepackt, und zwar von B&W, das sind die Bikepacks 2.0. Da haben wir jetzt den Rudi, mein Fahrrad, schon schön drinnen verpackt und mit Gurten festgezurrt. Die Reifen sind separat in Taschen drinnen. Der zweite Reifen, der kommt jetzt nur da rein. Und in den Zwischenräumen haben wir immer nur ausreichend Platz für unsere ganze Bikepacking-Ausrüstung. Also da vorne ist die gefüllte Arschrakete, der Helm ist da drinnen, die Fahrradschuhe. Und jetzt brauchen wir es nur mehr zumachen und einmal den Reißverschluss von beiden Seiten einmal zugemacht, und schon kann man das wunderbar hin und her bewegen. Und jetzt machen wir uns am Weg zum Bahnhof. Los geht unsere Reise mit dem ÖBB Nightjet. Läuft alles nach Plan, sollte uns der Nachtzug quasi im Schlaf und ohne umzusteigen von Salzburg bis nach Rom bringen. Damit unsere eingepackten Räder niemandem im Weg stehen, haben wir uns ein Privatabteil gebucht. Kosten 190 € für das ganze Abteil. Aber passen wir da überhaupt rein? So, jetzt müssen wir irgendwie eine Lösung finden für beide Räder. Erster Plan, dass die so nebeneinander im Gang stehen, funktioniert schon mal nicht, oder? Ich glaube nicht, nein. Wird schon. Aber vielleicht die zwei zusammen und dann draufstellen. Ja. Wir machen es vielleicht gescheiter so. Einfach. Ah, perfekt, oder? Ich glaube, da können wir uns da noch ein schönes Platzl machen. Oh, so gut. Dann machen wir da zu. Wird gleich viel stiller. Ziehen den Vorhang zu und sind in unserer Nightjet Suite. In unserer Nightjet Suite. Ui. Wow, voll fein. Wow, jetzt sind wir echt so happy. Jetzt sind wir rinnen, die Räder sind. Herinnen, Sie haben Platz, wir haben Platz. Jetzt müssen wir nur mal pünktlich ankommen. Dass wir unseren Anschlusszug in Rom erwischen. Während wir es uns für die Nacht gemütlich machen, ahnen wir noch nichts von dem Chaos, das uns am nächsten Morgen erwartet. Alle ore 8:48. Good morning, I am the trainer guard. We inform you that because of technical problems to the machines, this train stopped in Firenze, Santa Maria Novella. Passengers with a reservation from car number 2. Chaos. Wir stehen seit sicher 2 Stunden an dem Bahnhof und es hat keine Informationen gegeben. Jetzt auf einmal heißt, der Zug ist kaputt. Alle müssen aussteigen und mit High-Speed-Trains nach Rom fahren. Ich hoffe, wir kriegen da jetzt Platz. Und vielleicht erwischen wir dann noch unseren Anschlusszug. Schauen wir mal. Glück im Unglück. Hoffentlich. In Florenz begleitet uns das Zugpersonal zum nächsten Bahnsteig und schon sitzen wir im Zug nach Rom. Der Schaffnerin sind unsere Fahrradtaschen zum Glück völlig egal. Wir kommen also doch noch entspannt in Rom an. Allerdings mit fast 2 Stunden Verspätung. Unseren Anschlusszug nach Neapel haben wir damit erfolgreich verpasst. Das war jetzt ein mega Service. Wir haben sofort die Tickets ersetzt gekriegt für den nächsten Zug. Auch wieder ein schneller Zug nach Neapel, wieder Business Class, wieder Sitzplatzreservierung und hat uns überhaupt nichts gekostet. Und ja, mega. Jetzt kommen wir, glaube ich, insgesamt vielleicht eine Stunde später an. Kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Ist okay. Also,
das ist das erste Mal in meinem Leben und vielleicht du auch. Ja. Das erste Mal in unserem Leben, dass wir Business Class mit dem Zug fahren. Wir haben uns gedacht, das ist einfach super, weil wir da ein bisschen mehr Platz haben fürs Gepäck. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, im Standard-Department war es genauso gut möglich. Oder vielleicht sogar nur besser. Aber Es kommt darauf an, da hinten waren nur bessere Plätze. es gibt, der heiße Tipp ist, in der Business Class gibt es einen Bereich für Rollstuhlplätze und da ist ordentlich viel Platz, da kann man super hinstellen. Das hätten wir so gebucht gehabt, noch die ganze Hin und Her jetzt mit Stornierung und ich sehe, das ist nicht mehr ausgegangen, aber es hat so auch funktioniert. Jetzt fahren wir eben mit der High-Speed-Train, fahren wir jetzt innerhalb von einer Stunde von Rom nach Neapel. Alles gut gegangen. Yes. Willkommen in Neapel. Wir sind lediglich mit einer einzigen Stunde Verspätung angekommen. Das ist unglaublich bei einer Reise von über 14 Stunden, glaube ich. Also es hat zwar ein paar Probleme gegeben, aber die waren alle in 0, nichts gelöst. Es hat alles mega funktioniert, dass die Räder in den Taschen waren, war einfach nur genial. Das hat uns alles so arg erleichtert. Und jetzt haben wir einfach nur happy, dass wir da sind und jetzt machen wir Neapel unsicher. Scendassimi. Das Stadtzentrum macht einen wilden, lauten und etwas dreckigen Eindruck auf uns. Aber unser eigentliches Ziel der Reise sind ja die Natur- und Nationalparke Kalabriens. Damit wir sie erreichen, müssen wir am nächsten Morgen ein paar Vorkehrungen treffen. Guten Morgen. Wir haben jetzt 10 Stunden durchgeschlafen. War ja, wir waren beide sehr, sehr müde. Ja. Von Neapel geht es jetzt weiter und Neapel ist der letzte Punkt unserer Tour, auf den wir wieder stoßen werden. Das heißt, das ist der letzte Ort, wo wir unsere Fahrradtaschen lagern können, damit wir sie am Rückweg wieder mitnehmen können. Deswegen werden wir jetzt die Räder auspacken und den nächsten Zug heute am Nachmittag, der geht von Neapel nach Cosenza, den werden wir mit den Rädern bestreiten, ohne Tasche, also mit den zusammengebauten Rädern. Genau, also da darf man nämlich die zusammengebauten Räder auch mitnehmen, weil bisher hätte man das nämlich nicht dürfen. Hi Rudi! Na, du bist in Neapel? Oh yeah! So, jetzt musst du mir erklären, wer der Rudi ist. Ja gut, das weiß doch schon jeder. Der Rudi ist mein Gravelbike und er hat noch gar nicht gewusst, wo die Reise hingegangen ist, weil er hat ja nicht ausschauen können. Aber er freut sich voll, siehst du das? Boah, ich hab schon voneinander, ey. Rudi und die wilde Hilde, also mein Gravelbike, sind schnell zusammengebaut. Jetzt geht es darum, dass wir die Taschen irgendwo lagern. Das werden wir da bei uns in unserer Unterkunft machen, haben wir schon nachgefragt, das geht. Und jetzt kommen alle Einzelteile, die wir noch haben, da rein. So, jetzt ist alles drinnen. Ein Rucksack, ein extra Paar Schuhe, was wir dabei gekauft haben, die ganzen Polsterungen von der Tasche. Das passt alles da in diese Hartschale rein. Und dann braucht man das nur mehr so zusammenlegen. Und die andere Seite. Jetzt haben wir da nur ein Gurt rundherum und dann ist es echt klein aufbewahrbar und das ist wichtig auf so einer Reise. Geil.
sind wieder am Bahnhof in Neapel. Jetzt kommt der letzte Zug, oder die letzten 2 Züge eigentlich, von Neapel nach Cosenza. Dauert jetzt ca. 4 Stunden. Diesmal sind die Räder eben in aufgebautem Zustand dabei. Wir haben extra Plätze für die Räder reserviert. Jetzt hoffen wir einfach, dass das alles so gut geht, wie wir uns das vorstellen. Aber wir nehmen euch natürlich mit. Und schon wieder läuft alles problemlos. Wir finden sofort den Fahrradwaggon und müssen nur noch die Räder auf die Haken heben. Das ist jetzt genau das Ventil. Übrigens, wir sind in der Nebensaison unterwegs. Deswegen sind Rudi und die wilde Hilde die einzigen Fahrräder im Zug. Das macht die Reise für uns total entspannt. In den Stoßzeiten zur Hauptsaison könnte das allerdings schon wieder ganz anders aussehen. Uns würde interessieren, welche Erfahrungen ihr mit dem Fahrrad im Zug gemacht habt. Schreibt uns das doch gerne in die Kommentare. Okay, jetzt haben wir Bahnsteig 2, jetzt gehen wir Bahnsteig 4 und da fährt der nächste Zug, der letzte, nur 20 Minuten auf Cosenza. Boah, dann haben wir es echt geschafft. Ich schaff das auch. High five. Ich bin so erleichtert. Wie problemlos kann das eigentlich verlaufen? Ich bin echt so happy. Salzburg haben wir vor ziemlich genau 48 Stunden verlassen und jetzt sind wir in Kalabrien, ganz ohne Flugzeug. Aber warum ist eigentlich Kalabrien unser Ziel? Wir wollen den Radweg Ciclovia dei Parchi fahren. Eine 500 Kilometer lange Radtour durch 5 Natur- und Nationalparke entlang des kalabrischen Apennins. Auf dieser Route kann man so richtig in das süditalienische Dolce Vita eintauchen. Wenn man nicht gerade eine ordentliche Erkältung aufschnappt, so wie mir das an Tag 3 passiert. Reini muss die Route also alleine fertig fahren. Dafür ist die Wiedersehensfreude am Heimweg umso größer. Schnell rein. Endlich. Oh, ist das schön warm. Ich habe sie sich freuen, dass wir da beisammen sind. Ja, voll. Die zwei. Wir freuen uns auch, oder? Ja. Wir sind am Weg zurück nach Neapel. Dort checken wir wieder im gleichen Airbnb ein und bekommen unsere Fahrradtaschen zurück. So. Also ich würde sagen, Radlfahren war jetzt anstrengend genug. Deswegen werden wir die Räder jetzt so einpacken. Und nun geht der gleiche Prozess von vorne los. Wir fahren in der Business Class von Neapel nach Rom und fühlen uns schon wie Profis. Wir wissen genau, wo wir die Fahrradtaschen verstauen können und sind bei dem ganzen Ablauf nicht mehr ganz so aufgeregt. Der Nightjet von Rom nach Salzburg startet mit 50 Minuten Verspätung. Aber wir bekommen wieder unsere kleine, gemütliche Nightjet-Suite. Oh, geschafft. Wir sind in Salzburg angekommen und damit endet unser Selbstexperiment. Was ist eigentlich unser Fazit? Also, wir finden, das Reisen mit dem Nightjet ist definitiv eine Alternative zum Fliegen. Man muss vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit einberechnen, um flexibel zu bleiben. Wir haben bei der Hinreise eine Stunde Verspätung gehabt, bei der Rückreise jetzt eine halbe Stunde. Angesichts der langen Reise ist das wirklich absolut in Ordnung. Mit den Taschen waren wir zu 100% zufrieden. Das war einfach eine genial gemütliche Möglichkeit, die Räder zu transportieren. Haben wir so vorher noch nie gehabt und wir würden sie jederzeit wieder nutzen. Werden wir auch bestimmt bei unseren nächsten Reisen. Und vielleicht, wenn ihr mal wieder eine Radreise plant, die ein bisschen weiter weg ist, überlegt, ob ihr die Anreise auch mit dem Zug anstatt mit dem Flugzeug bewältigen könnt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video.